Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Schnittmuster- und Nähprojekt. Wir schleichen ja so ganz langsam, aber sicher in die kühleren Jahreszeiten und da habe ich mir überlegt, dass so ein schickes, etwas längeres Denimkleid genau das Richtige ist. Ein festerer Denim, der schön warm hält, und das Kleid sollte auch die Möglichkeit bieten, auch einen Rolli oder einen Pulli drunter zu ziehen, eine Strumpfhose, Stiefel dazu und man ist muckelig warm angezogen. Ihr müsst natürlich nicht wie ich ein Stretch-Denim benutzen. Also ich habe jetzt einen Jeansstoff gehabt mit einem Hauch Stretch. Ihr könnt natürlich auch ein Canvas benutzen, ihr könnt einen Körper benutzen, ihr könnt ein Cord benutzen. Das sind alles Möglichkeiten, da könnt ihr euch wirklich austoben. Was ist das Besondere an dem Design, mal abgesehen davon, dass ich mich ja nicht so wirklich entscheiden konnte, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Ich hatte mehrere Varianten zur Auswahl und habe euch gefragt und ihr habt dann euch für diese hier entschieden. Wir haben also einen angesetzten Rock, eine Knopfleiste, die bis zur Hüfte geht oder ein Tuckelchen länger, das könnt ihr entscheiden, einen leichten Puffärmel und einen Halsabschluss, der genug Platz bietet, eben um noch etwas darunter zu tragen. Auch die Ärmelabschlusslösung ist relativ einfach gehalten, das heißt nicht relativ, sie ist einfach gehalten. Es ist einfach nur ein etwas üppigerer Ärmel, der gerafft wird und in eine schmale Manschette eingesetzt wird. Da gibt es keinen Verschluss und nichts, da könnt ihr einfach rein und raus schlüpfen. Ansonsten haben wir eine Naht aus dem Armloch gehend. Ich habe schon wieder vergessen, ob das Wiener Nähte oder Prinzessnähte sind. Ich kann mir das nicht merken. Wenn ihr also irgendwie so eine Eselsbrücke habt, dann schreibt mir die mal bitte unter das Video in die Kommentare. Ich mache das schon so oft mit dieser Art von Verarbeitung und ich kann mir das immer nicht merken. Das wird schon langsam peinlich. Also wie gesagt, wenn ihr da einen Tipp habt, wie ich mir das besser merken kann, bitte unter das Video schreiben. So, ansonsten würde ich sagen, wir springen sofort und steigen gleich in die Konstruktion ein. Wie gesagt, es ist keine schwierige Konstruktion. Ein bisschen aufwendiger gearbeitet ist vielleicht vorne die Knopfleiste. Aber wenn man das einmal verstanden hat, das Prinzip, dann ist das auch super einfach und kann auch für Poloshirts zum Beispiel super benutzt werden. Ich wünsche euch jetzt richtig viel Spaß beim Zuschauen und freue mich auf euch, wenn ihr dann bis zum Schluss tatsächlich bleibt und mir dann auch noch mal kurz zuhört. Zuerst den Grundschnitt für das Vorderteil auf Extrapapier übertragen. Ich zeichne den Brustpunkt und den Endpunkt des Brustabnehmers ein. Dieser liegt bei mir ca. 3,5 cm vom Brustpunkt entfernt. Die Abnäherschenkel brauche ich nicht, da wir eine Wiener Naht aus dem Armloch arbeiten wollen. Dazu verlege ich den Taillenabnäher im rechten Winkel zur Taillenlinie zum Brustabnäher-Endpunkt. Vor und nach dieser Linie messe ich jeweils den halben Abnäherinhalt ab und zeichne ihn an. Mein Taillenabnäher hat eine Breite von 2 cm oder Inhalt, also zeichne ich 1,5 cm zu beiden Seiten von der Mitte ab und zeichne dann die Abnäherschenkel ein. Jetzt zeichne ich erst einmal nur einen Schenkel des Brustabnähers ein. Hier könnt ihr euch überlegen, an welcher Stelle ihr die Wiener Naht ansetzen möchtet. Ich nehme eigentlich immer die Ansatzmarkierung für den Ärmel als Startpunkt. Als nächstes vertiefe ich meinen Halsausschnitt um 1 cm und verbreitere ihn um 0,5 cm. Die Schulter am Armloch erhöhe ich um 0,5 cm. Das Armloch vertiefe ich um 1,5 cm. Und dann verbreitere ich die Schulter am Armloch zusätzlich um 0,5 cm. Das gibt ein bisschen mehr Raum für einen warmen Pulli oder Shirt darunter. Die neue Schulterlinie zeichnen und das Armloch korrigieren. Ebenfalls korrigiere ich den Halsausschnitt. Als Stilelement setze ich den oberen Bereich des Halsausschnittes extra an. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, den Ring, so nenne ich das jetzt mal, nur wenig größer als den Knopf zu zeichnen. Das sieht auch sehr schön aus. Leichter zu nähen, gerade in Bezug auf das Knopfloch, ist es, wenn der Ring breiter ist. Doppelte Knopfbreite zum Beispiel.
Ich wollte es nur kurz erwähnen. Bedenkt auch, je dicker der Stoff, desto schmaler wird auch das genähte Teil. Die Breite meines angesetzten Halsausschnittes beträgt 2,5 cm. Die trage ich vom Ausschnitt gemessen ab und zeichne ihn auch gleich an. Als nächstes geht es an die Knopfleiste. Die Knopfleiste besteht aus 2 Leisten, die sich überlappen, also einen Über- und Untertritt. Zuerst markiere ich mir die vordere Mitte. Dort werden später die Knopflöcher genäht und die Knöpfe angenäht, aber eben auf der angesetzten Knopfleiste. Diese geht eine Knopfbreite über die vordere Mitte hinaus und beginnt eine Knopfbreite vor der vorderen Mitte, also so, wie ihr es hier sehen könnt. Ich zeichne also bei 2 cm meine circa Knopfbreite im rechten Winkel vor der vorderen Mitte nach innen eine Linie. Die Linie nach der vorderen Mitte denke ich mir nur. Meine Knopfleiste wird also 4 cm breit. Das schreibe ich mir mal auf, damit ich es nicht vergesse. Nun stelle ich meine Nahtzugabe an. Ich arbeite hier mit 1 cm. Hier wird dann später der Über- und Untertritt angenäht. Die Wiener Naht. Zuerst zeichne ich einige Ansatzmarkierungen an und schneide den Brustabnäher an einem Schenkel zur Spitze ein. Die Linie vom Armloch ebenfalls. Die Abnäherschenkel aufeinander kleben. Dann gebe ich noch 1 cm mehr Weite an der Taille dazu und zeichne die neue Seitenlinie. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass der Taillenumfang meines Grundschnittes im Vergleich zu meinem gemessenen Taillenumfang 4 cm größer ist. Obwohl sich mein Taillenumfang gefühlt minütlich verändert. Aber im Schnitt kommt das so hin. Das heißt, dass die Taille meines fertigen Kleides 8 cm mehr Weite hat. So, nun bin ich ein bisschen voreilig und schneide mein Vorderteil auseinander. Das macht ihr noch nicht. Wie ihr nämlich jetzt sehen könnt, setze ich das Ganze wieder zusammen, um nämlich den Fadenlauf auf das seitliche Vorderteil übertragen zu können. Im rechten Winkel zur Vorderkante den Fadenlauf anzeichnen und dann beschrifte ich schon einmal. Als nächstes an beiden Schnittkanten Nahtzugabe anstellen. Da ich wieder Kappnähte arbeiten möchte, stelle ich 1,5 cm Nahtzugabe an. Spitzen und Kanten runde ich ab. Die Ansatzmarkierungen weiterziehen und weiter die Nahtzugabe anzeichnen. Also bei der Taille, Seitennaht, Halsausschnitt und Schulter und danach ausschneiden. Die Vorderkante des Halsringes begradige ich noch. Ich zeichne einen rechten Winkel zur Vorderkante an. Dadurch verändert sich die Kurve ein wenig, die ich korrigiere. Danach kann ich den Ring abschneiden. Vorher jedoch zeichne ich auf jeden Fall mindestens 2 Ansatzmarkierungen an. Ich habe es hier nicht gemacht und später nachgeholt, weil es das Zusammenstecken der Teile später unheimlich vereinfacht. Denn später haben wir entgegengesetzte Kurven und das Anstecken wird um einiges leichter, wenn man Markierungen zur Orientierung hat. Unter die Schnittkanten Papier kleben und die restliche Nahtzugabe anstellen. Ausschneiden.
Beim Rückteil mache ich nur die Veränderungen, die ich auch beim Vorderteil gemacht habe. Also den Grundschnitt auf Extrapapier übertragen und alle Abnäher so anzeichnen, wie sie sind. Den Halsausschnitt um 0,5 cm verbreitern und ich vertiefe ihn hier um 0,5 cm. Die Schulter am Armloch um 0,5 cm anheben und 0,5 cm verbreitern. Ich falte den Schulterabnäher so, wie er später genäht wird. Der Abnäherinhalt zeigt also zur hinteren Mitte und zeichne die neue Schulterlinie an. Im Bereich des Abnähers fahre ich mit einem Kopierrad über die Linie. Den Armausschnitt um 1,5 cm vertiefen und ihn dann korrigieren. Das war's. Ich stelle an der hinteren Mitte 1,5 cm Nahtzugabe an, weil ich auch hier eine Kappnaht arbeiten möchte. Dann zeichne ich die restliche Nahtzugabe an und vergesse auch nicht, an der Taille einen Zentimeter dazuzugeben. Auch den Taillenabnäher falten, Inhalt zur Mitte und mit dem Kopierrad abfahren. Die Perforation nachzeichnen. Ausschneiden, beschriften und den Halsring anzeichnen. Der wird ganz logisch genauso breit wie der des Vorderteils. Das habe ich eigentlich viel später gemacht, zeige euch den Schritt aber jetzt, weil es im Verlauf logischer ist, das jetzt zu machen. Aber nicht wundern, wenn ihr gleich das Rückteil vor dieser Änderung seht. Also anzeichnen, abschneiden und an die Schnittkanten Nahtzugabe anstellen. Ich habe hier einen Schulterabnäher. Wenn ihr auch einen habt, dann achtet darauf, dass die Breite des Halsringes nicht mit dem Abnäher kollidiert. Hier zeichne ich also die Nahtzugabe an. Und jetzt das Rückteil ohne die Veränderungen von eben. Das ist aber auch nicht schlimm, denn wir messen im Prinzip nur die Armausschnitte von Vorder- und Rückteil an der Nahtlinie aus. Meinen Ärmelgrundschnitt habe ich übertragen. Hier weiß ich, wie die Längen von Vorder- und Rückärmel sind. Deswegen muss ich sie nicht weiter ausmessen. Beim Vergleichen bemerke ich, dass mein rückwärtiger Ärmel 1 cm kürzer ist als mein Armloch. Deswegen verbreitere ich den Ärmel um 1 cm. Im rechten Winkel zum Wadenlauf, Ärmelmitte, eine Linie über den Ärmel zeichnen, so knapp unter dem Achselpunkt. Danach im Abstand von ca. 5 cm beidseitig eine Linie zum Kreuzungspunkt zeichnen. Meine Manschette wird genauso breit wie der Halsring, damit sich dieses Designelement wiederfindet. Um diesen Betrag kürze ich den Ärmel und stelle Nahtzugabe an. Dann überlege ich mir, wie lang meine Manschette werden soll, damit ich sie bequem über die Hand ziehen kann und keinen Verschluss brauche. Auch diesen Betrag schreibe ich mir auf. Meine Manschette wird 22 cm lang und fertig 2,5 cm breit. Ich schneide sie also später über die Länge im Bruch liegend zu und addiere die Nahtzugaben dazu. Das sieht dann so aus. Der Ärmel wird ja am Saum gerafft und in die Manschette genäht. Der Ärmelsaum muss auf jeden Fall breiter sein als 22 cm, damit ich ihn etwas raffen kann. Wie viel Mehrweite könnt ihr selber entscheiden. Ich bin jetzt eher bescheiden und habe meinen Ärmelsaum beidseitig um 4 cm verbreitert. Also insgesamt 8 cm Mehrweite in den Saum gegeben. Jetzt falte ich den Ärmelabnäher, lege den Inhalt nach oben und zeichne die neue Seitenlinie.
Die Linien an der Armkugel zum Kreuzungspunkt einschneiden und von diesem aus zu beiden Seiten. Auf Extrapapier eine Gerade zeichnen und in Verlängerung zur Ärmelmitte unter den Ärmel kleben. Ich hebe die Armkugel um 3,5 cm an und verteile die Weite gleichmäßig auf die Schnitte. Alles festkleben und die Armkugel neu zeichnen. Als nächstes rundherum die Nahtzugabe einzeichnen. Ja, und hier zeichne ich die Manschette. Die Nahtzugabe da oben brauche ich nicht, keine Sorge, ich schneide sie dann gleich, genauer gesagt jetzt ab. Den Ärmel ausschneiden. Um das Rockteil zu konstruieren, lege ich meinen Bleistiftrock-Rundschnitt, in diesem Fall das Vorderteil, auf Extrapapier und zeichne die Konturen und die Markierungen für den Abnäher an. Zuerst möchte ich den Abnäher schließen und aus dem Bleistiftrock einen A-linienförmigen Rock machen. Ich lasse meine Vorlage liegen und steche mit einer Ahle in die Abnäherspitze und drehe das Schnittteil jetzt so, dass die vordere Abnähermarkierung auf der hinteren liegt. Befestigen und zeichne dann die Außenkontur an. Dann verbreitere ich die Taille um den 1 cm, den ich beim vorderen Rückteil dazugegeben habe. Hier ist die vordere Mitte. Da ich meinen Rock länger haben möchte als knielang, verlängere ich ihn hier. Bei der Seitennaht gehe ich am Saum noch 4 cm raus. Nun zeichne ich die neue Seitennaht an. Danach falte ich die Seitennaht auf die vordere Mitte und danach die Seitennaht an die mittlere Faltlinie und die vordere Mitte ebenfalls. Nun schneide ich alle Faltlinien zur Taille ein und von oben zu den Linien ebenfalls. Die Schnitte gleichmäßig auffächern und Papier unterkleben. Ich habe das hier Pi mal Auge gemacht und gebe nicht zu viel Mehrweite in den Rock.
Ich bleibe beim Aufdrehen der Weiteräste so, dass ich auf keinen Fall über die im Bruch gelegte Stoffbreite komme. Denn dann brauche ich eine zusätzliche Naht und die möchte ich nicht. Nun teile ich mein Rockvorderteil, damit ich die Wiener Naht als Stiellinie im Rock weiterführen kann. Dazu lege ich mein seitliches Vorderteil an die Seitennaht und Taillenlinie, immer die Nahtlinien aufeinander und zeichne mir den Abstand an. Man kann aber auch die Nahtlinie beim Vorderteil ausmessen und auf der Nahtlinie der Taille anzeichnen. Ist sogar noch ein bisschen genauer. Nun zeichne ich an der Markierung im rechten Winkel zur Taille die Teilungslinie an. Und zusätzlich auch noch 2 Ansatzmarkierungen. Und auch hier übertrage ich den Fadenlauf auf das seitliche Rockteil. Wieder im rechten Winkel zur vorderen Mitte Bruch anzeichnen. Ausschneiden und an die Schnittkanten Nahtzugabe anstellen. In meinem Fall auch wieder 1,5 cm wegen der Kappnaht. Nun steht die Überlegung an, wie weit die Knopfleiste beim Rockteil reichen soll. Bei mir geht sie circa bis zum Beginn des Schrittes. Ich zeichne von der vorderen Mitte einer Knopfbreite, bei mir ja ca. 2 cm an und stelle daran 1 cm Nahtzugabe an. Der Rock wird an den Bruch angelegt, in diesem Bereich dann ausgeschnitten. Den rückwärtigen Rock arbeite ich wie den vorderen. Auch hier markiere ich den Abnäher, stecke die Ahle in die Spitze und schiebe hier dann die hintere Abnähermarkierung auf die vordere. Die Kontur nachzeichnen, die Taille um 1 cm verbreitern. Und dann benutze ich das Vorderteil als Schablone und übertrage die Seitennaht und den Saum. Und stelle die Nahtzugabe an, bis auf die hintere Mitte, die an den Bruch angelegt wird. Ich knicke wieder wie beim Vorderteil und drehe Mehrweite in den Rock. Auch hier achte ich darauf, nicht über die im Bruch gelegte Stoffbreite zu kommen. Die Knopfleiste hatte ich erst so angedacht, sie dann aber später geändert. Aber so passiert es oft bei der Konstruktion, dass man während des Prozesses Sachen einfach ändert. Ich hoffe, dass es für euch nicht zu verwirrend ist und ihr das Ganze trotzdem nachvollziehen könnt. Ich messe die Nahtlinie der vorderen Mitte vom Oberteil und Rock im Bereich der Knopfleiste aus und schreibe den Wert auf. Die Breite beträgt ja 2 mal Knopfbreite, also in meinem Fall 4 cm und das Ganze mal 2, weil die Länge in den Bruch angelegt wird. Also bei mir insgesamt 8 cm Breite. Rundherum Nahtzugabe anstellen.
Noch einmal anlegen und erkennen, dass die Nahtzugabe mitgemessen wurde, die also abschneiden. Markiert euch auf jeden Fall die Taille bei der Knopfleiste. Ich hatte das Ganze ja ein bisschen anders designt, nämlich so. Das fiel mir dann auch auf. Deswegen verändere ich das Schnittmuster beim Vorderteil noch einmal. Ich möchte auch die Knopfleiste um die Breite des Halsringes unterteilen. Ich stecke Halsring und Oberteil an den Nahtlinien aufeinander und lege die gefaltete Knopfleiste darunter. Ebenfalls die Nahtlinien aufeinander. Dann verlängere ich den Halsring über die Knopfleiste im rechten Winkel zur vorderen Mitte im Verlauf der Nahtlinie. Was für ein Satz! Abschneiden und an die Schnittlinie Nahtzugabe anstellen. Das Ganze beschriften. Ich habe schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Den Halsring von Vorder- und Rückteil zugeschnitten und jeweils ein Zuschnitt mit Einlage verstärkt. Die Knopfleiste zweimal zugeschnitten und zur Hälfte mit Einlage verstärkt. Zusätzlich beide Manschetten zur Hälfte mit Einlage beklebt. Und natürlich das neue Schnittteil für den Knopfleistenansatz des Halsringes. Bei den Rückteilen habe ich die Abnäher eingezeichnet. Beim Vorderteil die Armausschnitte und die Vorderkante mit Einlage verstärkt. Beim Vorderrock die Öffnung für die Knopfleiste ebenfalls mit Einlage verstärkt. Zuerst stecke ich meine rückwärtigen Abnäherschenkel bündig aufeinander und steppe sie ab. In einem Zuge stecke ich das seitliche und mittlere Vorderteil zusammen. Hier jedoch linke Stoffseite auf linke Stoffseite. Ich möchte ja Kappnähte haben. Die Knopfleisten habe ich schon einmal rechts auf rechts aufeinander gebügelt und werde die Außenkanten mit der Overlock versäubern. Den inneren Halsring nähe ich an den Schultern zusammen. Zusätzlich steppe ich die Ärmelabnäher ab und nähe beim Saum 2 Raffnähte außerhalb der Nahtzugabe. Die Raffnähte beginnen und enden in Nahtzugabenbreite vor den Seitenkanten. Die Abnäher des Rückteils zur hinteren Mitte bügeln und die hintere Mitte ebenfalls links aufeinander stecken.
Die Nahtzugaben beim inneren Halsring verschneiden und auseinanderbügeln. Die Wiener Naht habe ich genäht und arbeite jetzt die Kappnaht. Die Seitenkanten, Vorderkanten und Schultern habe ich mit der Overlock versäubert. Normalerweise lege ich die Naht zur Seite hin, weil ich das einfach schöner finde. Aber ich habe hier ein bisschen doof geschnitten, das heißt, ich habe die falsche Nahtzugabe eingeschnitten, sodass ich sie dieses Mal zur Mitte hinlegen muss. Das geht natürlich auch, ganz klar. Die Nahtzugaben zusammenbügeln. Am besten macht ihr das über einem Schneiderkissen, damit die Rundung schön geformt wird. Und danach die unten liegende Nahtzugabe um mehr als die Hälfte verschneiden, also abschneiden. Das ist hier die des mittleren Vorderteils. Nun die längere Nahtzugabe um die kürzere an die Naht legen, bügeln und stecken oder umgekehrt und dann knappkantig absteppen. Genauso das zweite Vorderteil arbeiten. Die hintere Mitte Naht beim Rückteil wird übrigens genauso genäht. Da könnt ihr euch dann überlegen, in welche Richtung ihr die Kappnaht arbeiten wollt. Auf die Schultern des Rückteils bügele ich fadenverstärktes Nahtband, damit sich die Schultern im Laufe der Zeit nicht ausziehen. Und zusätzlich, weil ich es nämlich vergessen hatte, bügele ich flexibles Nahtband auf den Armausschnitt. Auch hier versäubere ich die Seitenkanten und Schultern mit der Overlock. Und nun das Rückteil zusammennähen. Auch hier, wie gesagt, eine Kappnaht arbeiten. Nun beim Vorderrock die seitlichen Rockteile an das mittlere stecken. Auch links auf links, wegen Kappnaht, zusammennähen und die Kappnaht dann genauso arbeiten, wie ich es schon gezeigt habe. Darauf achten, dass sie in die gleiche Richtung zeigt wie beim Oberteil. Also die Nahtzugaben bügeln, die des mittleren Rockteils verschneiden und die längere Nahtzugabe um die kürzere an die Naht legen und knappkantig absteppen. Die Seitenkanten des Rockes versäubere ich mit der Overlock. Das gilt für den vorderen und auch den hinteren Rock. Genauso versäubere ich die Knopfleistenöffnung des Vorderrockes mit der Overlock. So sehen die Kappnähte jetzt aus. Und so von innen. Die beiden kurzen Halsringverlängerungen habe ich an die vorderen Halsringe genäht und bügele die Mitte des Knopfleistenbereiches ein. Die Nahtzugaben danach auseinanderbügeln. Nun die Vorderteile rechts auf rechts an den Vorderrock stecken und absteppen. Hier sollten die Kappnähte aufeinander und im Verlauf liegen. Und genauso das rückwärtige Oberteil an den rückwärtigen Rock stecken. Die Taillen absteppen.
Die Nahtzugaben versäubere ich zusammen mit der Overlock und bügele sie dann zum Oberteil hin. Knappkantig oder in Wunschbreite zum Nahtschatten absteppen. Es sieht immer schön aus, finde ich wenigstens, wenn man für den Zierstepp immer den gleichen Abstand wählt. Aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Auf jeden Fall gefällt mir das schon richtig gut. Bei den Knopfleisten markiere ich mir die Nahtzugaben und beim Vorderteil ebenfalls. Nun die offenen bzw. versäuberten Kanten der Knopfleiste an die Vorderkante stecken. Die angezeichneten Nahtzugaben liegen im Verlauf. Die Markierungen für die Taille liegen auf der Taillennaht. Die Knopfleiste bis zur angezeichneten Markierung absteppen. Danach beidseitig zum letzten Stich der Naht einschneiden. Und die Knopfleiste zur Mitte klappen. Die Nahtzugaben zur Oberteilseite bügeln. Die Knopfleisten aufeinander legen und stecken. Achte darauf, dass die Taillenlinie auf einer Höhe liegt. Im unteren Bereich die Nahtzugabe des Oberteils nach innen legen. Einmal gut bügeln und die Nahtzugaben von Oberteil und Knopfleiste von hier bis hier absteppen. Sollte das Ganze etwas krumm geworden sein, kann man auch noch ein wenig nacharbeiten. Ansonsten seht mit einem Lächeln darüber hinweg und freut euch, dass alles so schön aussieht. So habe ich es nämlich auch gemacht. Wenn ihr mit allem zufrieden seid, in Wunschbreite rundherum absteppen. Und dann habe ich auch schon einmal die Knopflöcher genäht. Da ich mein Kleid mit dem Bindeband tragen werde, habe ich keinen Knopf an der Taille geplant. Wenn ihr das nicht möchtet, dann arbeitet auf jeden Fall im Bereich der Taille ein Knopfloch, damit euch das Oberteil in diesem Bereich nicht aufspringt. Genauso sollte ein Knopfloch in Höhe des Brustpunktes liegen, weil es auch hier passieren kann, besonders wenn man mehr Oberweite hat, dass der Stoff dort aufspringt. Das oberste Knopfloch nähe ich im rechten Winkel zur Vorderkante, das kommt aber ganz zum Schluss. Die anderen werden parallel zur Vorderkante gearbeitet und jetzt genäht. Als nächstes nähe ich die vorderen äußeren Halsringe an die inneren. Die Nahtzugabe verschneiden und auseinanderbügeln.
Und zum Schluss den rückwärtigen äußeren Halsring mit den vorderen an den Schultern zusammennähen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nun den inneren und äußeren Halsring rechts auf rechts stecken. Alle Nahtkreuzungen liegen bündig aufeinander. Die Halsausschnitt-Innenkante absteppen. Die Nahtzugaben verschneiden und im Bereich der Rundungen zur Naht hinschneiden, aber nicht zu weit. Auch hier kann die Nahtzugabe ausgeschnitten werden. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und dann den Ring auf rechts wenden und gut ausbügeln. Das Vorder- und Rückteil an den Schultern rechts auf rechts zusammenstecken und absteppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ich steppe die Nahtzugabe beidseitig zum Nahtschatten in meinem Wunschabstand flach. Bevor ich jetzt den äußeren Ring an das Oberteil stecke, zeige ich euch noch, dass ich beim Ring den Zierstepp an den Schultern genauso wie beim Oberteil gearbeitet habe und ebenfalls den Zierstepp beim angesetzten Ring vorne nähen werde. Sorgfältig alle Nähte aufeinander stecken. Und jetzt stecken wir die gegenläufigen Kurven aneinander und deswegen sind die Ansatzmarkierungen auch so wichtig. Ihr könnt sehen, dass es zum Teil so aussieht, als könnte man beide Teile nie und nimmer passend zusammenbekommen. Schneidet gerne beim Oberteil für einige Millimeter in die Nahtzugabe. Dann lässt sich das Ganze etwas aufdrehen und auch einfacher stecken. Absteppen.
Prüft, ob ihr Fältchen eingenäht habt und ob die Nähte wirklich bündig aufeinander liegen. Zur Not korrigieren, wie bei mir hier. Wenn alles schön ist, die Nahtzugaben einkürzen und dann in den Ring bügeln. Vorher auch gern noch ein paar Mal zur Naht einschneiden. Nun die Nahtzugabe des inneren Ringes ebenfalls für ein paar Millimeter einschneiden und dann nach innen legen, und zwar so, dass sie auf der Naht liegt. Wenn ihr mit der Hand nähen möchtet, gleich oder leicht darüber, wenn ihr mit der Maschine absteppen wollt. Sauber stecken und festnähen. Ich werde übrigens mit der Hand nähen. So ihr Lieben, wir befinden uns auf der Zielgeraden. Die Manschetten rechts auf rechts an den Ärmelsaum stecken und diesen dann raffen, dass er gleich lang ist. Die Fältchen gleichmäßig verteilen und gerne einmal darüber bügeln. Absteppen. Die Raffnähte herausziehen und die Nahtzugabe einkürzen und in die Manschette bügeln. Ich habe in die Armkugel ebenfalls 2 Raffnähte von Markierung zu Markierung mit größter Stichlänge genäht und stecke nun den Ärmel in das Armloch. Die Raffungen konzentrieren sich zur Schulter hin. Von der Achsel zu den Markierungen liegen die Stofflagen relativ glatt aufeinander und von dort bis ca. 4 cm vor der Schulter gebe ich nur einen Hauch mehr Weite in den Ärmel. Der Großteil liegt im Bereich der Schulter. Absteppen, wenn nötig, auf 1 cm Nahtzugabe einkürzen und diese dann zusammen mit der Overlock versäubern. Die Nahtzugabe habe ich ins Oberteil gebügelt und im gewohnten Abstand zum Nahtschatten flach gesteppt. Das ist eher unüblich, ich finde aber, dass es gut zum Design passt. Nun die Seiten- und Ärmelnähte stecken, dazu die Manschetten aufklappen und dann nähen.
Die Naht sogar im Auseinanderbügeln und im Bereich der Manschette einkürzen. Die bügele ich auch gleich schon in Form. Was fehlt noch? Genau die Knöpfe. Oben habe ich das Knopfloch genäht und bestimme jetzt die Position der Knöpfe mit Hilfe von Nadeln. Die Manschette habe ich wie beim Halsring mit der Hand eingenäht. Und der Saum wird mit der Overlock versäubert und eingeklappt und bei 2,5 cm genäht. Und fertig ist das Kleid. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr von dem Kleid haltet. Mir gefällt es richtig gut. Ich gebe zu, es ist mal wieder schwarz, weil ich jetzt auch verstärkt für die Arbeit nähe, weil ich dort am liebsten schwarz trage, weil es einfach immer sehr elegant ist. Aber in einem blauen Denim sieht es natürlich genauso gut aus oder in einem schönen Rostfarbton im Cord. Also da kann man wirklich jeden Stoff nehmen, den man möchte, jede Farbe, da seid ihr eure eigenen Designer. Ich hatte ja schon während der Konstruktion gesagt, beziehungsweise während des Nähens, als ich die Knöpfe angesetzt habe, dass es immer ganz schön ist, wenn man einen Knopf auch direkt in die Taille setzt. Das habe ich nicht gemacht, weil das dann mit mit den Abständen irgendwie nicht hingekommen ist. Ich habe aber auch wirklich vor, einen Gürtel zu tragen. Und meine Knöpfe sind auch sehr vorstellig. Das sind wirklich originale Knöpfe, Glasknöpfe aus den 50er, 60er Jahren, würde ich sagen. Und ich liebe diese. Ich liebe diese alten Vintage-Knöpfe. Also ich weiß nicht, Knöpfe sind irgendwie so die Goldschätze der Schneider, oder? Gib mir das nur so. Ich liebe Knöpfe. Ich liebe es auch, Knöpfe zu kaufen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was hatte ich jetzt gesagt? Jetzt bin ich schon wieder drüber weggekommen. Ach ja, der Knopf. Der Knopf in der Taille macht sehr viel Sinn, weil wenn man keinen Gürtel trägt, neigt das Ganze dazu, ein bisschen aufzuspringen. Wenn ihr da jetzt keinen Knopf habt, kann man auch von innen zum Beispiel einen Druckknopf noch annähen, so dass man das von außen nicht sieht, aber dass das halt geschlossen bleibt. Genauso wie man eigentlich immer so einen Knopf haben sollte auf der Brustlinie. Denn da ist oft das Problem, dass es spannt und dass der Stoff dann sich auseinanderzieht. Da sollte ein Knopf sein und auch in der Taille. Würdet ihr denn auch einen Rollkragenpullover darunter tragen oder etwas anderes? Das würde mich sehr interessieren. Ich hatte das Design jetzt mit dem Rollkragenpulli gezeichnet, aber könnte mir auch vorstellen, dass man so einen ganz normalen Kragen darunter trägt oder vielleicht so ein Spitzenteilchen. Kommt immer drauf an, welche Form oder Art von Kleidung einem gut gefällt. Ich könnte mir auch vorstellen, hier so ein bisschen Spitze rausluken zu lassen, aber das ist halt so, wie ihr das möchtet. Das ist ja das Tolle an Nähen und an der Konstruktion der eigenen Schnittmuster, dass man sich da so wirklich raustoben kann und sich seine Schätzchen, seine Designs selber ausdenken kann und auch zum Leben erwecken kann, möchte ich mal sagen. Und nun danke ich euch ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart. Das hat mich sehr gefreut.
Schreibt mir gerne unter das Video, schickt mir auch gerne eine E-Mail mit euren genähten Schätzen. Dann kann ich mir das angucken, das interessiert mich auch immer sehr. Ihr könnt mich auch auf Instagram taggen, meine Adresse blende ich hier ein, das ist @AnnChristinsInsta. Dann kann ich mir eure Designs und eure Schätzchen angucken, das wäre auch prima. Ansonsten wünsche ich euch noch eine richtig, richtig schöne Zeit bei eurer Nähmaschine. Habt Spaß, habt Freude, seid kreativ, genießt den Herbst, die herbstlichen Farben. Das ist ja immer, ich liebe den Herbst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe auch die herbstlichen Farben. Aber wenn ihr Pink mögt, dann nehmt ihr Pink. Und wenn ihr quietsch-orange und Pink mögt, dann nehmt ihr quietsch-orange und Pink. Weil ihr seid eure Designer, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr euch wohlfühlt, es euch Spaß macht und ihr euch über das, was ihr so näht und was unter eurer Maschine so rauskommt, freut. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.